Seitdem uns Covid-19 erreicht hat, steht die Welt Kopf. Doch wir sollten nicht vergessen, dass eine Vielzahl von Viren uns ständig bedroht. Einige davon wesentlich todbringender als das Coronavirus. Zum Beispiel der HIV-Virus, der Anfang der 80er Jahre nach Deutschland schwappte. Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Reinhard Klemke hat sich von Anfang an im Kampf gegen AIDS engagiert. Und Gerhard Machielek war einer der ersten in Deutschland, der positiv getestet wurde. Reinhard, du hast schon ganz früh angefangen, dich mit dem Thema AIDS auseinanderzusetzen. Wie ist es damals dazu gekommen? Das war im Prinzip ein Zufall. Ich habe irgendwo im Spiegel, war das, glaube ich, eine ganz kleine Meldung gelesen, dass eine ungewöhnliche Krankheit da aufgetreten ist, die vor allem schwule Männer betrifft. Und da bin ich irgendwie hellhörig geworden. Ich meine, das wäre 80 oder so gewesen, 1980. Und dann kamen auch bald schon die ersten Meldungen, 81, glaube ich, dass die WHO das zu ihrem Thema gemacht hat, also die Weltgesundheitsorganisation. Und ich habe von da an also ständig irgendwelche Meldungen verfolgt, die dann kamen. Und wirklich für mich offensichtlich wurde das, glaube ich, so ab 1985. Also ich lebte damals noch in Paderborn. Da in der Schwulengruppe war ich aktiv und da kriegte man so die ersten Informationen mit. Und da geisterten dann ja auch schon so Sprüche rum, dass das die neue Schwulenpest wäre und diese Ausgrenzung, merkte ich, gingen da schon los. Und das war für mich eigentlich klar, dass ich mich, wenn ich mich schwulenpolitisch engagiere, natürlich auch da engagieren muss, weil alles, was wir an Erfolgen erreicht hatten, drohte da zerstört zu werden. Das zeigte sich dann ja auch nachher, dass es da ernsthafte Versuche gab. Wie bist du mit dem Thema AIDS gekommen? Du hast ja relativ früh dich auch schon infiziert. Ja, genau. Bei mir war es so, dass ich mich so um 86 bzw. 88 infiziert habe. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht genau wo. Und habe dann auch nicht hinterfragt, wer es war oder warum. Und habe dann erstmal 6 Jahre gar nichts gemacht, habe mich völlig zurückgezogen. Und bin dann, habe ich über ein Projekt, das die AIDS-Hilfe Köln gemacht hat, das nannte sich damals das Stop-AIDS-Projekt. Und darüber bin ich hineingekommen. Das heißt, da konnte man sich anmelden, ob man nicht mitmachen wollte. Das waren so Workshops, wenn man so will, die einer geleitet hat, und es ging darum, was würdest du machen, wenn du einen Menschen mit HIV triffst, und würdest du den wegschicken oder was macht man dann damit? Oder wenn du den abends mit zum Sex nimmst, nimmst du den noch mit und. Und das war darauf aufgebaut und der war einfach super. Und ja, dann bin ich auch in die AIDS-Hilfe gegangen, habe da mehrere Kurse besucht und so weiter und so fort. Ja, bin dann und da bin ich dann so ein bisschen kleben geblieben. Dann war ich im Vorstand der AIDS-Hilfe, alles über das Thema AIDS, und ja, so ist man dann reingekommen. Wie war das denn früher? Die Gesellschaft, heute ist das ja mit dem HIV nicht mehr ganz so eng, also die Leute finden das, glaube ich, alle nicht mehr ganz so besonders schlimm, besonders jetzt, seitdem es auch PrEP gibt und so. Wie ist das denn damals gewesen? Wie haben die Leute auf HIV, du bist ja negativ irgendwie, wie auf deine Freunde, die positiv waren, reagiert, die Gesellschaft? Also das war nicht nur ein Eindruck, das war tatsächlich so, dass das erstmal die Gesamtgesellschaft, fand ich, sehr hysterisch auch reagiert hat. Also ähnlich wie wir das im Moment erleben bei Covid-19, dass da Ängste transportiert werden, die auch damals bei HIV und AIDS schon nicht real waren. Also da geisterte so rum, dass man nicht aus einer gleichen Tasse trinken darf, dass man möglichst Menschen meiden sollte, die positiv waren. Und ich habe das sogar in der schwulen Szene erlebt. Das hat mich zunächst am meisten noch verwundert. Es ist nicht so, dass da gleich die große Solidarität herrschte, sondern es waren Einzelne, die sich meinetwegen wie Gerhard im Stop-AIDS-Projekt engagiert haben, einzelne Wirte, die merken, also unsere Kunden erkranken an AIDS, da müssen wir irgendwas machen. Es gab aber auch durchaus Wirte, die großes Missbehagen bekundeten, wenn wir als AIDS-Hilfen in ihre Läden kamen, um da Informationsmaterial zu verteilen.
Also da war die Devise, ihr bringt uns AIDS ins Haus und bleibt mal schön weg. Ne? Also es gab innerhalb der Community und innerhalb der Gesellschaft zunächst eine relativ große Ablehnung. Es gab aber auch eine große Solidarität, also die sich dann entwickelte. Wie gesagt, von den Wirten habe ich es gesagt, von vielen, den Lederclubs, die in Köln ja zum Beispiel eine sehr große Rolle gespielt haben. Da war das Thema sofort, führte sofort dazu, dass das ein recht unheimlich großes Engagement kam. Die politischen Schwulen kamen langsam dazu, die hatten ja erst noch Vorbehalte. Und die Künstlerkreise kamen, Frauen, die sich engagiert haben. So zog das also immer mehr Kreise. Und die Ausgrenzung wurde dann auch ein Thema, das der Staat aufgegriffen hat, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Rita Süßmuth, um die mal zu nennen, so die Gegenkräfte, die gegen Ausgrenzung, gegen Ablehnung dann auch gearbeitet haben. Hast du schon den Anfang erlebt? Wie offen bist du damit umgegangen? Ich brauchte, ja, ich habe es, wie gesagt, ich habe es erfahren und habe es dann erstmal für mich behalten. Und ich war damals befreundet. Allerdings hatten wir keinen Sex mehr miteinander. Wir waren wie ein altes Ehepaar. Aber ich habe es ihm nicht sagen können oder ich habe es ihm einfach mich nicht getraut, ihm das zu sagen, weil es eben, er könnte mir dann weglaufen. Also das war meine Angst, die ich hatte. Ne? Er könnte sagen, nee, das will ich jetzt nicht mehr haben und so weiter und so fort. Und so habe ich dann mich mit einem getroffen, da wusste ich auch, aha, der hat auch AIDS, beziehungsweise HIV. Und dann haben wir miteinander rumgemacht, wenn man so wollte. Aber ansonsten habe ich mich ganz zurückgezogen. Und irgendwann hatte ich dann meinem Freund dann auch gesagt, ich sage so, da ist noch was. Und er sagte dann, du bist bekloppt, warum hast du mir das nicht? Erstens habe ich mir fast schon gedacht. Und zweitens, warum hast du es mir nicht früher gesagt? Ne? Aber man selbst hatte so eine riesige Angst, eben auch, wie Reinhard sagte, dieses Ausgegrenzte haben, dieses Ausgegrenztsein, da hatte man einfach nur Angst vor. Ne? Und ansonsten habe ich seltsamerweise dieses Ausgrenzen nie gehabt. Ich war ja noch im Job, ich war Artdirektor in einer großen Agentur und mein Körper machte dann aber auch nicht mehr mit. Und dann musste ich das meinem Chef auch sagen. Und mein Chef hat gesagt, hör mal zu, nimm dir die Zeit, die du brauchst, mach so viel, wie du kannst, arbeite so gut, wie du möchtest. Und das hat mir dann sehr geholfen und dann bin ich auch in Rente gegangen, sehr früh, weil ich den eben auch nicht mehr konnte. Also ich war noch so gute 55 Kilo und es gab nicht, so wie heute, die PrEP und nee, warte mal, das passt nicht, dann gucken wir mal, wir machen noch das Kästchen aus und das Kästchen, das. Und es wird schon irgendwie klappen, dass wir da jetzt was findet, was dich auf einem bestimmten Level hilft. Es wird ja niemals geheilt, sondern du hast immer deine Werte, Blutwerte und so werden immer auf einem bestimmten Level gehalten. Und damals war es das nicht. Da gab es nur AZT, da wurdest du so schlecht, du hast so viel Nebenwirkungen gehabt, da hast du keinen Spaß gehabt, die zu nehmen. Und die musstest du alle 4 Stunden nehmen. Das heißt, 4 Stunden genommen, Wecker gestellt, 4 Stunden, 4 Stunden, 4 Stunden. Und das machte dann auch, also das nahm dich dann auch mit. Und heute ist es ein bisschen anders, was auch gut ist. Wäre schön, wenn es gar nicht mehr wäre. Aber heute geht man einfach anders auch dann damit um. Ne? Denkst du, hast du eine Sonderrolle gehabt? Weil du sagst, du hast jetzt sonst keine Ausgrenzung erfahren. Du wirst ja wahrscheinlich mit vielen Leuten auch gesprochen haben in der Zeit damals. Also ich bin nie angegangen worden. Weder mein Vermieter noch im Job noch privat. Ich hatte immer vielleicht auch einen Freundeskreis, der hat gesagt, okay, der Gerhard hat HIV und das ist es. Ne? Und es war nie jemand, der mir gesagt hat, du schwule Sau, was und. Das habe ich zum Glück nie erlebt.
Hast du das erfahren im Freundeskreis oder so? Oder in der Zeit bei den Leuten, mit denen du dich engagiert hast? Ich habe persönlich, also mit dir auch persönlich angegriffen hast? Also ich habe beides erlebt, dass das tatsächlich Ausgrenzung stattgefunden hat, dass das einem Freund passiert, der seinem Freund damals gebeichtet hat, in Anführungsstrichen, dass HIV-positiv ist. Der Freund hat ihn verlassen und das war so katastrophal, dass er die Wohnung verlassen musste und alles. Da hat sich ein Netzwerk gebildet und das fand ich so fantastisch in der schwulen Szene. Ja. Dass Leute da eingestanden haben und gesagt, du kommst jetzt bei uns in die Wohnung. Also das funktionierte tatsächlich auch, also diese Gegenbeispiele. Es kommt auch darauf an, was für Freunde hast du. Genau. Das war in der Zeit sehr wichtig. Ja. Hast du, so wie Reinhard sagte, hast du Menschen, die dich halten auch an der Stelle. Und das ist heute ja auch nicht anders. Mhm. Du hast ein Pärchen, der eine verlässt den, dann hast du entweder Menschen, die sagen, richtig, oder da sind die anderen da, die sagen, komm, wir halten dich jetzt. Genau. Gewesen, ab wann hat sich das denn innerhalb der Gesellschaft so ein bisschen geändert? War ja wahrscheinlich, erst war das ja so ein bisschen so, die dummen Schwulen, die geschieht den Recht, sterben sie übrigens, haben wir auch eine Ruhe vor denen, denke ich mal, wenn man es jetzt überspitzt sagt. Wann hat sich das ein bisschen geändert? Oder übertreibe ich das jetzt? Also, ich meine, ich übertreibe es natürlich wahrscheinlich für eine gesunde Tendenz. Ja. Ich persönlich habe es so empfunden, als der Staat beziehungsweise die verantwortlichen Politikerinnen offiziell gesagt haben, das ist unser Thema, wir müssen da solidarisch mit umgehen. Und als auch die Communities, also die der Schwulen, die der Junkies, das Thema für sich aufgegriffen haben und zu ihrem gemacht haben und mit Präventionsarbeit, mit Solidaritätsarbeit das Ganze unterstützt haben. Das war ja nachher so, dass das Menschen mit HIV quasi zu Spezialisten auch im Thema geworden sind. Ne? Also wenn manche Ärzte etwas wissen wollten, mussten sie oder konnten sie in der positiven Gruppe bei Menschen nachfragen, die ihnen wirklich wertvolle Hinweise geben konnten. Ne? Also wir wurden als AIDS-Hilfen und die HIV-Positiven als Fachleute auf einmal anerkannt. Und ich glaube, über das Thema, ist vielleicht übertrieben, ist aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz von Schwulen dann auch stärker umgesetzt worden. Also es wurde sichtbar, dass wir in dieser Gesellschaft viele sind und nicht nur so ein paar wenige. Natürlich gab es auch solche, die sagen, lass es den Schwulen, ist eben die Schwulenkrankheit und dann ist gut. Aber es ist halt so wie auch in vielen Jobs, wenn du natürlich, wenn du dich zeigen kannst und du weißt, also du zeigst dem anderen, hallo, ich weiß hier was. Mhm. Und das ist das Wissen, was du nicht hast. Also hör mir jetzt bitte mal zu. So, das ist die eine. Und die anderen sind dann natürlich, die dann zu uns kamen, wie Reinhard sagte, könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, wie man mit Schwulen oder wie man mit Menschen, die HIV sind, umgehen. Darf ich aus der Tasse trinken? Das sind ja diese Hirngespinste. Trinke ich aus der Tasse? Wo muss ich aufpassen? Ne? Und das ist so eine schleichende Bewegung gewesen. Ne? Und natürlich dadurch auch, dass die EZV zum Beispiel, da hat sich von Menschen mit HIV und mit HIV und AIDS und deren Freunde hat sich eine Gruppierung gebildet, zum Beispiel wie die AIDS-Hilfe. Das waren wildfremde Menschen, die kannten sich nicht und die haben gesagt, ja hallo, da passiert irgendwas hier bei uns, also in unserer Community, da müssen wir mal gucken, was so. Und dann sind sehr viele Menschen aufgestanden und haben gesagt, okay, wir arbeiten miteinander, wir helfen den Leuten. Mhm. Das muss man sich ja vorstellen. Die Leute sind ja weggestorben wie die Fliegen. Ja. Ja. Das kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht. Man sagt natürlich Corona, das ist ganz schrecklich und natürlich ist Corona auch schrecklich. Aber zur damaligen Zeit war AIDS was ganz Schlimmes. Ja. Krass. War es ja auch. Das war im Gegensatz zu Corona, war AIDS eigentlich immer eine tödliche Infektionskrankheit damals. Ja. Also grundsätzlich. Also
Ja, es gab keine Beatmungsgeräte oder sowas, sondern es gab einfach nichts. Du hast AIDS gehabt, dann hast du meistens noch eine Lungenkrankheit bekommen. Dann hast du noch, dann hat sich der Virus auch noch ins Gehirn gesetzt. Ja, und dann warst du sowieso tot. Und du konntest dich wehren so lange. Ich kannte Menschen, die haben sich gewehrt gegen dieses Sterben. Ja. Die wollten nicht, die haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Sie hatten gar keine Chance. Ja. Ganz junge Menschen, die wirklich leben wollten. Und das ist dann schon schrecklich, wenn du rumhörst oder du sagst, ach, weißt du schon, der ist schon wieder gestorben. Was, der ist gestorben? Wie lange hat das denn, hat das denn so gedauert, bis die Leute gestorben sind sozusagen? War das irgendwas schnell oder war das so ein Jahr, ein halbes Jahr? Oder? Das ging, bei manchen Leuten ging es, man hat erkannt, aha, sie haben AIDS, also sie haben erstmal HIV, dann bildet sich ja aus diesem HIV bildeten sich viele andere Krankheiten und diese anderen Krankheiten und dann starb man daran. So mit einfachen Worten. Ja. Ne? Es kann aber auch genau sein, dass der Arzt hat den Virus entdeckt und 2 Wochen später war er tot. Ich auch erlebt, ja. Also und es gibt Menschen, die haben den Virus, der Virus entdeckt, ja, und die leben heute immer noch. Also da kann ich glücklich sein, ich bin einer der wenigen, die wirklich noch immer sagen, okay, ich lebe immer noch. Ich nehme heute immer noch zig Tabletten, ne, aber ich lebe und das ist die Hauptsache. Man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, also nochmal das, was Gerhard und andere geleistet haben, das ist viel zu wenig gewürdigt worden. Also die Tatsache, dass Sie quasi im Versuch, diese Medikamente, ja im Prinzip die Wirkung der Medikamente ausgeforscht haben. Und der jetzige Stand der Therapie beruht ja im Prinzip auf dem, was ihr da teilweise erlitten habt. Ne? Ja. Also die hohe Qualität heute der Versorgung hat damit zu tun, dass ihr das ausgehalten habt. Ja, genau. Das geht manchmal unter. Ne? Woran denkst du, liegt das, dass du es geschafft hast? Ja, es ist so. Man macht sich gerade Gedanken. Natürlich, man macht sich so Gedanken so unter dem Motto, warum lebe ich noch? Diese Frage stellt man sich nach einer Zeit, weil ganz viele gute Freunde sind gestorben, ringsrum. Und dann stellt man sich wirklich die Frage, warum lebe ich noch? Ja, aber dann sagt man sich auf der anderen Seite wieder, ja, ich lebe noch und dann ist gut, weißt du? Dann lebt man einfach. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht habe ich habe keine Ahnung. Also da möchte ich auch nichts mutmaßen. Kann ich dir nicht sagen. Ihr habt euch dann beide in der AIDS-Arbeit engagiert. Wie ist es bei dir gekommen, dass du dich da so reingesteigert hast? Als nicht betroffener Fall oder das auch? Ja, das hatte tatsächlich mit meinem schwulenpolitischen Engagement zu tun, weil ich Angst hatte, also all das, was wir erobert hatten, wird jetzt rückgängig gemacht. Da gab es ja auch Forderungen, also dass man die Schwulenszene ausdünnen müsse, das war ja so eine Begrifflichkeit. Und da habe ich gedacht, also, dass das führt dahin, dass die uns möglicherweise in irgendwelche Internierungslager stecken. Solche Fantasien gab es ja durchaus. Und da muss ich was gegen tun. Und ich merkte, das war ein Engagement, das politische, ich merkte aber auch durchaus, dass ich selbst insofern betroffen war, dass jeder One-Night-Stand oder so, den ich in der Vergangenheit hatte, auf einmal für mich möglicherweise das Eingangstor zu einer Infektion waren. Also das war eine Geschichte und die nächste war, dass ich merkte, dass immer mehr Freunde erkrankten und dass das ganz unmittelbar neben mir auch stattfand. Da konnte ich mich nicht mehr sozusagen auf die Mauer stellen und runter zu gucken und zuschauen, sondern ich war mittendrin. Und das hat mein Engagement natürlich auch immer wieder befördert. Also weil ich die Menschen mochte, die dann neben mir gestorben sind oder die an Hilfe und AIDS dann gelitten haben.
hatte kurz angedeutet, dass es die Forderung gab, irgendwie Leute zu internieren oder sowas. Ja. Wurden denn konkrete Maßnahmen getroffen, wo ihr heute jetzt irgendwie, die Leute dürfen nicht irgendwie 2 Meter im Abstand laufen oder wurden da auch konkrete Sachen beschlossen, dass man das und das machen durfte? Also vom Staat aus her, oder war das alles freiwillig? Das waren erstmal Fantasien, die manche rechte Politiker, auch Kirchenleute oder so entwickelt haben. Man muss die internieren und da die Infektionsketten unterbrechen. Da sind wir Gott sei Dank, sind so kluge Leute gekommen wie die Süßmuth, der Rosenbrock, der Professor Dunde und so, die gesagt haben, also ich glaube, das große Problem, das wir am Anfang hatten, war, wir hatten auch sowas wie einen Lockout innerhalb der Szene. Viele haben ihre Sexualität eingestellt und das kann ja nicht gut gehen. Und dann sind die auf die Idee gekommen, sagen, wir müssen mal gucken, wo gibt es tatsächlich Infektionswege und wie können wir damit umgehen. Also die Frage, wir propagieren Kondome. Es gab noch andere Praktiken, die dann propagiert wurden, die safer Sex waren, also Sex wieder ermöglichen. Ich glaube, das war eine der großen Leistungen der Präventionsarbeit, dass das Sex wieder lebbar wurde für schwule Männer. Wie ist denn dann euer gemeinsamer Weg? Wann habt ihr euch sozusagen zum ersten Mal getroffen und welchen Weg seid ihr gemeinsam gegangen? Ja, ich bin ja dadurch, dass ich in der EZF gearbeitet habe, aber als Ehrenamtler und dann als Vorstand und Reinhard eben als... Ich war auch Vorstand, aber ja. Du warst auch Vorstand, aber warst du Vorstand auch in der EZF? In der EZF? In der EZF auch. Ja. Wir sind uns im Stop-AIDS-Projekt begegnet das erste Mal. Ich als Teilnehmer. Ah ja. Nee, du hast da schon auf einer anderen Ebene, glaube ich. Du warst ja der Sprecher da, glaube ich, auch. Ja. Über die Stop-AIDS-Projekt bin ich so nochmal auf diese politische Dimension gekommen, weil es hat ja das hätte ja Geld gekostet, dieses Stop-AIDS-Projekt in die Breite zu bringen. Das sollte eigentlich bundesweit nur umgesetzt werden. Und da hat sich dann quasi das Gesundheitsministerium auf Bundesebene geweigert. Denen war das zu sehr mit Sexualität oder so befrachtet. Und dann wurde das Projekt eingetrocknet. Und ist im Prinzip daran auch untergegangen. Und auch die Stadt Köln hat eigentlich das nicht finanzieren wollen, hatte ich den Eindruck. Nee. Also es gibt so bestimmte Sachen, die werden eben... Da sieht man mit anderen Augen drauf, als wie wir zum Beispiel. Ne? Bestimmte Projekte oder so weiter, die werden von der Stadt dann oder vom Land auch oder von dem Bund eben nicht gefördert, weil diese Menschen, die da sitzen, eben eine andere Sichtweise haben als wir. Ja. Wir haben klar über Sexualität geredet. Ja. Wir haben da nicht irgendwie das verblümt verpackt oder sonst irgendetwas, sondern klare Aussagen. Die waren auch notwendig. Richtig. Und da konntest du nochmal, wann wurde das in der Gesellschaft anerkannt? Ich glaube, am Stop-AIDS-Projekt kann man sehen, wo es noch nicht war. Das war, glaube ich, 87, 88. Und 1990, da hatte ich den Eindruck, da ist der Bund dazugekommen, auch das Land Nordrhein-Westfalen, die Stadt Köln, solche Projekte, die zielgruppenspezifisch für schwule Männer waren, die auch zu unterstützen, auch da Geld für Personal zur Verfügung zu stellen. Da ist so ein Umbruch gekommen. Was waren denn so eure größten Erfolge, die ihr hattet im Kampf gegen AIDS oder zumindest so? Ich glaube, Erfolge kann man so nicht benennen. Große Projekte, die euch wichtig sind? Ganz viele. Guck mal, wenn ich jetzt bedenke, in der Arbeit als EZF-Mensch, wir haben eine Gala gemacht. Wir haben ganz viele Projekte, Lebenshaus mit Dirk Pach und. Das sind ganz, ganz viele, die kann man gar nicht aufführen, weil wir haben dafür gebrannt oder brennen heute auch noch dafür. Das kann man nicht sagen, so mein größter Erfolg war. Ja, einer meiner größten Erfolge war, das liegt hier auf dem Tisch, das ist das Bundesverdienstkreuz, was ich dann für die Arbeit, die ich in der EZF getätigt habe, bin ich dafür ausgezeichnet worden. Und das war so eins meiner größten Sachen, aber auf der anderen Seite auch
eben die Gala, die EZF jeden CSD mitveranstaltet hat. Und alleine, ohne irgendwelchen Zuspruch von anderen, sondern nein, EZF hat Ehrenamtler dafür gegeben und die Künstler angesprochen und. Und das sind riesige Leistungen, die man da stemmen muss. Und dann muss es am Ende soll ja auch noch was bei da rumkommen. Das heißt, da soll ja immer noch ein kleinen Batzen Geld übrig bleiben. Und wenn man dann müsste man rein, ich glaube auch, da müsste man sich jetzt hinsetzen und müsste man überlegen, das war noch und das war noch und das war noch und das war noch. Deswegen, also das, und man klopft sich auch ungern so auf die Schulter. Man hat es zur Zeit oder jetzt auch noch, ich bin ja immer noch tätig in der EZF, das macht man, dafür brennt man. Und ich finde, das lebt auch dann davon, von den anderen Menschen, die jetzt noch da arbeiten. Es sind noch ganz viele junge, ich bin ja einer der Ältesten, ganz viele junge Menschen, die da arbeiten. Und die auch dafür dankbar sind, wenn ich denen mal was erzählt, wie es eben früher war und nicht wie es jetzt ist. Jetzt ist eine ganz andere Zeit. Wenn ihr mit jungen Leuten über die Anfänge sprecht, was erzählt ihr? Wie schlimm es damals war und wie glücklich sie sein können, heute zu leben? Nee, so nicht. Sondern, also ich kann's ja eher sagen, weil ich eben mit den jungen Menschen noch mitarbeite. Mhm. Und da sage ich nie, das nicht, sondern das ist eher die hören mir eher zu, wenn ich sage, so und so war das. Also jetzt dass die Menschen wirklich gestorben sind. Also dass man von jetzt auf gleich. Weil wenn man das nicht weiß und man arbeitet in einem Haus, in dem das passiert ist, kann man da auch schlecht arbeiten. Ne? Also diese Menschen, das heißt aber nicht, dass man sagt, du machst das jetzt, weil du jetzt, also du musst, wie du gerade sagtest, dass die Menschen eben so gestorben sind, das ist so. Nee, das macht man nicht, sondern man sagt, man ist eher ein Infoblock, würde ich das eher nehmen. Mhm. Ne? Dass wir, also aufgrund unseres Alters, eher ein Infoblock sind und jeder kann fragen und die Menschen, die eben was wissen wollen, denen antworten wir und bringen denen was und ansonsten... Gibt es denn einen Ratschlag, den du den gerade Neuinfizierten gegeben hast, den du besonders aus deiner langen Erfahrung geben kannst? Also ein Ratschlag, den ich geben würde, wäre tatsächlich zu schauen, ob man in der Bewältigung von Herausforderungen das nicht gemeinsam mit anderen macht. Also immer schauen, wer könnte mich unterstützen, wen könnte ich unterstützen und aus dieser gemeinsamen Kraft, die man dann entwickelt, tatsächlich etwas verändern. Im Rückblick sehe ich das auch nochmal. Ich glaube, du hast mal nach den größten Erfolgen gefragt. Ich glaube, der größte Erfolg war, dass es uns irgendwann mal gelungen ist, die Auseinandersetzung mit HIV und AIDS zu einem Gemeinschaftsprojekt der Community und anderer Gruppen zu machen. Als größten Erfolg finde ich, das hat Jörg Quadke auch ganz entscheidend mit angeschoben, dass es einen Gegensatz, den es meinetwegen früher zwischen der Kneipenszene und der Polizszene und den anderen gab, dass das aufgebrochen wurde und man tatsächlich in dieser Frage unheimlich solidarisch zusammengearbeitet hat, dass die Lederleute mit den Tunden klarkamen und mit den Politschwestern. Das finde ich, war das Tollste. Und der CSD zum Beispiel hier in Köln ist für mich so ein Beispiel dafür. Also der wäre ohne die Überwindung von irgendwelchen Nöcklichkeiten untereinander gar nicht möglich gewesen. Und dass da von ein paar hundert Leuten, die am Anfang dabei waren, die angepöbelt wurden, teilweise von den Zaungästen, bis zu 1 Million, die heute da hinkommen und bejubelt werden, da hat es eine Entwicklung gegeben, die nur gemeinsam möglich war. Hat AIDS die Community zusammengeschweißt? Es gab ja gar keine Community. Die Einzelnen also es gab ja früher, es gab keine Community. Also das ist ja nicht so wie jetzt, oh guck mal, dann ist dies und da sind das Blöckchen und das Grüppchen und dieses Grüppchen, das gab da gar nicht, sondern das waren einfach, man muss bedenken, dass der Paragraph 175 vor ein paar Jahren oder erst, ich weiß nicht genau wann, erst abhanden getilgt worden ist. Ja.
Ne? Also ich weiß noch, als ich als Jugendlicher bin in eine Kneipe gegangen, da war das noch strafbar. Kenne ich auch noch. Du kennst es auch noch. Und ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Ne? Und das Thema AIDS, HIV und AIDS, das hat den Menschen ein bisschen, ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn das nicht passiert wäre. Also wenn jetzt kein HIV und AIDS, wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Ob es jetzt in dieser Zeit, ob es ein CSD gegeben hätte und, das weiß ich gar nicht. Und ein bisschen anstupsen, muss man schon sagen, das war das auch. Also das Thema AIDS hat sich formiert insofern, dass es eben kleine Grüppchen war, die eben drumherum waren und die miteinander gearbeitet haben und aha, wir können miteinander arbeiten, das heißt, wir können auch was schaffen. Und dadurch bedingt hast du dann wie jetzt zum Beispiel einen riesengroßen CSD, der ja nicht nur eine Party ist, sondern der einfach dafür ist, hier Menschen, hier gibt es auch noch, also liebe Leute, hier gibt es noch andere Menschen, außer Mädchen und Jungs, sondern da gibt es auch noch Jungs und Mädchen und alle Couleurs. Ne? Und das war der Grund, da ist es dann passiert. Ich glaube immer, dass diese Entwicklung wahrscheinlich auch ohne AIDS gekommen wäre. Aber das war nochmal so ein Brennglas. Also AIDS hat jeden betroffen. Er hat nicht geguckt bis im Lederclub oder so ein Virus kennt keine Moral, gab es ja mal als Titel auch. Da war jeder betroffen. Da musste man auch gemeinsam sehen, dass man dagegen vorgeht und nicht einzeln. Und das hat getragen über lange Zeit. Aber ich glaube, viele Entwicklungen wären später auch gekommen, nur mit einer Verzögerung. Wo ist denn jetzt, abgesehen davon, dass die Medikamente natürlich viel, viel besser sind, der große Unterschied, ob man sich jetzt Anfang der 20er Jahre oder Anfang der 80er Jahre infiziert hat? Also abgesehen jetzt davon von der Medikamentenentwicklung. So. Medikamenten sind das Entscheidende und nichts anderes. Weil heute kannst du sogar noch wählen, ich habe jetzt mit jemandem geschlafen, ich glaube, der hat HIV gehabt und jetzt kann ich noch was nehmen. Also, oder ich nehme schon was vorher bei der PrEP und. Also ich habe ja mehrere Möglichkeiten, die ich machen kann. Und man muss sich dann dafür entscheiden, was mache ich jetzt oder aus welchem Töpfchen trinke ich jetzt. Ne? Aber damals gab es eben kein Töpfchen. Und es ist auch anders geworden. Du kannst auch Sexualität als positiver Mann jetzt wieder ganz anders leben. Ne? Unter Therapie hast du den gleichen oder größeren Schutz sogar als mit Kondom oder so. Oder PrEP kommt noch dazu. Also im Prinzip sind wir an einem Punkt wieder angekommen, wie wir ihn vor AIDS hatten, was das Leben von Sexualität angeht. Das ist ein ungeheurer Qualitätsgewinn. Du musst nicht immer im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt Sex habe, könnte ich möglicherweise meinen Partner anstecken. Das ist eigentlich jetzt ein Thema, das erledigt ist. Nicht so glatt, Rainer. Ja, ich sehe es ein bisschen positiver. Ja, ich bin da ja eher ein bisschen, ich sehe das ja eher ein bisschen mit Vorbehalt. Du musst unter der Nachweisgrenze sein, dann kannst du mit jedem Sex haben, wenn du so willst. Ja. Ne? Aber du musst erstmal dahin kommen. Ja, und du bist ja nicht, du nimmst ja nicht ein paar Pillen und dann sagst du, jetzt bin ich unter der Nachweisgrenze. Das ist leider nicht so. Ne? Also da ist immer noch ein langer Weg bis dahin. Also du bist der Meinung, das wird ein bisschen auf die leichte Schulter genommen im Moment? Ja, also das ist aber meine persönliche Meinung. Mir ist das ab und zu einfach, das ist wirklich auf die zu leichte Schulter genommen. Dass man im Kopf haben kann, ach, ich mache jetzt ein bisschen Sex und wenn ich mich angesteckt habe, ist ja auch egal, ich habe ja was im Schrank. Nee, so meine ich das nicht. Nein, aber wenn du Sex mit jemandem hast, der unter Therapie ist und auch ja, aber das hattest du gerade nicht gesagt, deswegen bin ich da ein bisschen eingegrätscht. Ja. Ne? Also du musst schon, ich bin da eher so ein bisschen zurückhaltender, weil ich
weil die Menschen mir dann zu leicht sind, also mit ihren Gedanken manchmal. So, ja. Aber auf der anderen Seite sind es junge Menschen, das darf man natürlich auch nicht vergessen, die ihr Leben noch vor sich haben. Und ich bin froh, dass wir jetzt so eine Zeit haben, wo man wirklich sagen kann, wo Menschen, die 20, 18 oder was weiß ich wie alt sind, dass die einfach die Möglichkeit haben und sagen können, ja, ich mache das, ich nehme die Pillen oder ich nehme die Pillen. Das ist aber meine Entscheidung und das finde ich toll und dann kann ich den und den Sex machen. Und selbst wenn sie in den Eimer reingegriffen werden, wo da mal so ein bisschen nicht so toll war, dann hat man trotzdem noch eine Möglichkeit, eben nachher Pillen zu nehmen. Ja. Ne? Also diese ganzen Möglichkeiten. Und das ist natürlich eine tolle Sache und das ist super, dass die Menschen das einfach haben. Ja. Also die Angst ist deutlich mehr raus Ja, und das ist ja. so die wichtige Botschaft. Ja. Also was wir eigentlich immer auch in der Präventionsarbeit erreichen wollten, dass Sexualität, dass die Angst rausgenommen wird. Das ist jetzt durch diese Therapien und PrEP und alles deutlich, es kommt dem deutlich näher. Ja. Ist das jetzt das Ende oder geht es weiter? Gibt es vielleicht eine Impfung oder was schätzt du? Also kurz als Zukunftsausblick zum Ende? Ich bin jetzt nicht mehr ganz so auf dem Laufenden, was die wissenschaftliche Forschung angeht, aber ich habe gehört, dass die tatsächlich da wohl, dass es wohl auch in die Richtung geht, dass möglicherweise in ein paar Jahren auch eine Impfung möglich ist. Ja. Was wünscht ihr denn der AIDS-Hilfe und wie es weitergehen soll? Ich wünsche der AIDS-Hilfe, dass die Solidarität, die sie die ganzen Jahre entwickelt hat und gezeigt hat, dass das auch weiterträgt. Ja, ich würde eher sagen, nicht nur AIDS-Hilfe, sondern man wünscht ja den Menschen, dass man, oder sagen wir es mal so, ich würde mich freuen, wenn es eine Impfung gäbe, dass man dann sagt, okay, so ist eine Impfung und dann ist gut. Und man braucht nicht aufzupassen, man kann einfach wieder den normalen Sex haben, nicht ohne Gummi, ohne aufzufragen und. Und weil das ist dann auch ungezwungen und gut, ich kenne das noch, deswegen kann ich da immer noch sagen, und Rainer auch, du kennst es ja auch, wie es war, einfach ohne zu gucken, habe ich jetzt das Gummi dabei oder muss ich noch eine Pille nehmen oder. Und das ist einfach ein tolles Gefühl und wir hoffen, ich glaube beide hoffen wir, dass es irgendwann dann die Impfung gibt und wo man sagen kann, so, jetzt ist das Thema ist dann vom Tisch.